Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Reaktion hier auf meinem Kanal und heute reagieren wir wieder auf den ESC 2026. Und heute wird's kontrovers. Wir sind bei Israel angelangt. Ich denke, die kontroverseste Teilnahme dieses Jahr. Eurovision World, das ist das offizielle Musikvideo, by the way, auf das wir reagieren. Eurovision World 3 von 5 Sterne. YouTube 1,6 Millionen Aufrufe, 39.000 Likes, 28.000 Dislikes. Hier finde ich mich sehr schwer, was die YouTube-Bewertung geht, zu bewerten, weil ich meine, wir wissen es alle, was mit dem Krieg da draußen abgeht, dies, das und so. Und ich will das eigentlich gar nicht groß thematisieren, aber ich muss es thematisieren, weil das natürlich auch im Eurovision Song Contest natürlich auch eine Rolle spielen wird. Ich meine, Israel hat, glaube ich, auch letztes Jahr auch super viele Punkte abgestaubt und ja, ja, der ESC ist nicht politisch, laber mich nicht voll, Alter. Der ESC ist politisch. Deswegen nehmen ja auch viele Länder, Spanien oder so, nimmt ja zum Beispiel auch gar nicht teil halt eben. Und mehrere Länder haben ja dieses Jahr den ESC boykottiert. Und ich meine, ich verstehe die Thoughts. Russland schmeißt man raus, Israel lässt man drin. Was tut man reinlassen, was tut man rauslassen? Wo zieht man die Grenze? Es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Ich muss sagen, ich würde das Ganze hier ohne politischen Einfluss bewerten, weil ich muss auch sagen, letztes Jahr der Song von Israel und sogar auch vorletztes Jahr hat mir gut gefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin sowieso niemand, der bei Eurovision World der bei eben ESC anruft und abstimmt und so. Aber trotzdem muss ich sagen, letztes Jahr hat mir der Israel-Song war auf jeden Fall unter meinen Top 10, wenn nicht sogar unter den ich glaube sogar unter den Top 5 meinen Songs, ohne politisch tatsächlich, ähm da irgendwas mit rein zu interpretieren. Deswegen würde ich diesen Song hier auch sehr gerne ohne politische Vorkenntnisse oder sehr neutral halt eben bewerten, was Politik angeht, ja? Deswegen ich weiß, viele Leute wollen nicht, dass Israel teilnimmt. Ich bin ja selber zwiegespalten, was das angeht, wenn ich ganz ehrlich bin. Sollten sie teilnehmen, sollten sie nicht teilnehmen? Einerseits ist es 'ne Musikshow für alle, andererseits, da werden Kriegsverbrechen begangen, genauso wie in Russland. Schwierig. Also aber ich will da jetzt gar nicht weiter groß eingehen. Konzentrieren wir uns heute auf den Song. מישל זוהר רעילה, אני באפלה. איך השארת אותי בצל, כוכבת בלי תהילה, משוגעת גדולה, אני קם ונופל. Schöner Beginn. Oh Michel, je ne sais plus quoi faire, tu étais ma lumière. Dieu, je t'en supplie, réveille-moi. J'ai plongé dans le noir, amène-moi de l'espoir, et ma mademoiselle. Alors je danse, danse avec les mots. Tu me verras rire, rire à nouveau. T'es ma douleur, j'étais qu'un décor. J'ai crié, crié, crié. Michel, je te laisse partir, adieu ma belle. Je te laisse partir, mais je t'aime. La reine des problèmes, Michel, 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 Michel. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Schöner Song, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mit den Dance-Einlagen, ich meine, das Musikvideo, das hilft vielleicht auch noch mal 'n bisschen was, aber vocalmäßig super. Ansonsten auch, muss ich sagen, songmäßig schön. Walking down Florentino, she nice memories. I'm losing my mind. An angel, but is in hell, trapped in your carousel, round and round, under your spell. Michel, je te laisse partir, adieu ma belle. Je te laisse partir, mais je t'aime. La reine des problèmes, Michel, 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 Michel. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ja, guck mal, eine Einung.
Je te laisse partir, mais je t'aime, la reine des problèmes. Das war grad wie der französische Beitrag von Bayern. Oh, je t'aime, la reine des problèmes. Michel, 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 Michel. Okay, also, ich muss sagen, schöner Song. Wirklich. Hat mir wirklich gut gefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe kaum was auszusetzen tatsächlich wieder. Ich meine, wir müssen immer noch auf die Performance-Version warten, weil für 'n Musikvideo war der Song auf jeden Fall mega passend. Wie er das auf der Bühne macht, ob er da nur sitzt und die anderen tanzen, ob er mittanzt, whatever, weiß ich jetzt nicht, wie da die Performance sein wird. Ich muss sagen, die eine Stelle, wo die Musik weg war und wo nur er gesungen hat, das hat mich an, den französischen Beitrag vor ein 2 Jahren erinnert. Mir fällt sein war's „Je t'aime"? Von ich weiß es leider nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das ist 'n ESC-Song, den ich mega gefeiert habe. Und, da kommt er nicht dran für mich persönlich. Aber ich muss auch sagen, ich finde dieses Jahr den Song wiederum nicht schlecht von Israel leider. Das ist so 'n Ding, ja, ich würde den Song auch sehr gerne weit vorne sehen. Das Problem ist, ich meine, machen wir uns nichts vor. Der Song wird zu 100% ins Finale kommen und der Song wird auch zu 100% wieder um den Sieg kämpfen. Der Song wird wieder Top 5 sein, sage ich. Deswegen, es ist ich meine, die politische Lage ist so krass wie immer aktuell, deswegen der Song wird wieder Hype bekommen wie sonst was, aber halt eben nicht wegen dem Song, sondern halt eben nur wegen der politischen Lage. Deswegen, da müssen wir uns gar nicht die Frage stellen: „Kommt der ins Finale? Wie weit kommt der ins Finale?" Der wird Top 5 am Ende sein. Das ist ganz klar. Aber nur songtechnisch ist auch wieder so das Ding, ich würde den auch songtechnisch sehr gerne weit vorne sehen. Also, ohne die politische Lage würde ich den auch sowohl in meine persönliche Top 10 setzen und ich glaube auch, dass der 'n paar Chancen hat, bei Eurovision Song Contest am Ende auch gut weit nach vorne zu kommen. Und hätte vielleicht sogar fast 'ne Gewinnerchance oder so, je nachdem, wie die Performance und die Live-Vocals halt eben sind, wenn man die politische Lage ausklammern würde. Aber na ja, das ist so 'n Ding. Eigentlich will ich überhaupt in die Kommentare gucken. Ich meine, wie gesagt, Michelle, also wirklich also songmäßig wirklich Daumen hoch. Finde ich gut. Ich würde dem Ganzen auf jeden Fall 'ne 4 bis 4,5 Sterne tatsächlich geben. Nur als Song tatsächlich, muss ich sagen. Dem würde ich ja doch, dem würde ich 'ne 4 auf jeden Fall geben. Das ist 'n für mich einer der besten Songs, würde ich sagen, sogar aus dem Jahr. Also wirklich I like. Aber ja, mal gucken, wie das Ganze weitergehen wird. Ich will eigentlich gar nicht mehr groß dazu sagen. Ich weiß, es ist viel kontrovers, was da abgeht, deswegen würde ich die Debatte auch abschließen. Das war der kontroverseste Song in diesem Jahr. Und na ja, mal gucken, wo am Ende landen wird. Wenn ich ganz ehrlich noch sagen darf, auch wenn es ein schöner Song ist, hoffe ich auch trotzdem wegen der politischen Lage nicht, dass er auf Platz 1 kommt, weil er halt eben trotzdem politisch getrieben ist. Platz 2 von mir aus kann er haben, aber trotzdem hoffe ich nicht, dass dieser Song Platz 1 übernimmt, auch wenn der Song gut ist. Das würde die politische Lage einfach nur verschärfen und zu krass reinhitten und dann würde der Song nur wegen der politischen Lage gewinnen. Das weiß ich und das hätte ich nicht gerne, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, deswegen eure Meinungen, eure Thoughts gerne in die Kommentare. Like da lassen, wenn's gefallen hat. Abonnieren und Glocke aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir sollten uns morgen wieder hören bei einer weiteren weniger kontroversen ESC-Reaktion. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.